Grüezi miteinander. Hoi. Hoi. Ja, komm das Öl holen. Ja. Du weißt wo. Ich weiss wo, ja. Probier es. Wenn ich es dann nicht mache, komme ich dann wieder. In der ganzen Umgebung geht Daniel Lüchinger in den Restaurants alte Speiseöl einsammeln. Was die Lokale sonst entsorgen, darf der Seilbahnbetreiber gratis mitnehmen. In einem Fass sind gut 200 Liter Öl drin. Das ist der Treibstoff für sein Bergrestaurant. Das Öl brauchen wir eigentlich für Strom machen, für auf den Berg rauf, damit wir CO2-neutral sind. Und wie machen wir aus Altöl Strom? Indem man es filtert, reinigt und dann durch einen umgebauten Dieselmotor durchlässt. Das hat Rudolf von Diesel schon gemacht. Weil er hat auch nicht immer schönes Öl hatte. Und durch das habe ich dann gewusst, dass das geht. Der Daniel Lüchinger transportiert seine Ölfässer mit der neuen Seilbahn auf in die Staubere auf 1800 Meter. Da oben wird im Sommer, wenn der Schnee dann weg ist, an der Terrasse und an der Fassade der Bergstation eine Photovoltaikanlage installiert. Solange ist die Energiezentrale noch in diesem Schopf. Für Energie und Wärme im Bergrestaurant sorgt der umgebaute Dieselgenerator, der mit dem alten Speiseöl angetrieben wird. Für hier oben kommt im Moment noch der meiste Pfuss aus dem Stromaggregat. Im Moment haben wir noch 80% aus dem Öl und 20% aus der Sonne. Und wir schauen, dass wir es gerade umgekehrt haben. 80% aus der Sonne und 20% von dem Öl. Die neue Talstation ist eine riesige Photovoltaikanlage. Die Energie der Sonne wird in diesem schwarzen Kasten der Batterie gespeichert. Weil es der Elektroingenieur Thomas Kleinstein gereizt hat, so eine Anlage zu entwickeln, hat er die Herausforderung angenommen. Das Prinzip leuchtet ein. In der Talstation haben wir eine Batterieanlage mit der Einspeisung der Photovoltaikanlage. Wir speisen noch vom Netz ein, als Notfall, als Backup. Und wenn der Seilbahn Energie zurückbringt, beim Abwärtsfahren speisen wir das in die Batterie ein. Und die Batterie gibt nachher bei Bedarf die Energie wieder ab in die Seilbahn. Und im oberen Teil ist eigentlich genau das Gleiche aufgebaut. Wir haben als Einspeisung die Photovoltaikanlage und der Dieselgenerator, der mit dem alten Speiseöl läuft, das man hier verwertet. Das speisen wir in die Batterieanlage. Und von der Batterie aus nehmen wir die Energie für das Restaurant. Noch scheint die Talstation der Stauberbahn eine Baustelle. Die Umgebungsarbeiten sind voll im Gang. Aber was wichtig ist, die Bahn ist abgenommen und sie läuft, auch bei wüstem Wetter. Batterien machen es möglich. Genau bei diesem Punkt heben die Kritiker den Finger drauf. Dass eine Batterieherstellung die Umwelt belastet, das ist klar. Oder? Aber wir haben ja hier in der Schweiz ein super Recycling-System und führen ja so gut wie alle Batterien in das System zurück und dann kann sie wiederverwertet werden. An die alte Stauberbahn, die hier 40 Jahre lang Touristen in Albsteig gefahren hat, erinnert nichts mehr. Dafür ist jetzt die neue Bahn über die Grenzen aus als Pionierprojekt bekannt.